Dimensionen. Die Europäische Union, die EU, hat sich verschrieben, ihre Wirtschaft in Richtung eines grünen Wandels auszurichten. Das heißt, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Strom erzeugen, wie wir uns von A nach B bewegen, das betrifft erneuerbare Energieproduktion, Solarpaneele, Windkraft, Elektromobilität, wird sich grundlegend verändern. In knapp 30 Jahren soll diese grüne Wende vollzogen und Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein. Doch verglichen mit heute sind die für diese Wende notwendigen Technologien deutlich rohstoffintensiver. Besonders steigen wird der Bedarf an Metallen wie Eisen und Aluminium, Kupfer und Zink. Und es werden auch immer mehr sogenannte seltene Erden wie Kobalt und Lithium gebraucht. Vor allem für Permanentmagnete in Windenergieanlagen, für Elektromotoren, Batterien und Generatoren. Gefördert werden die meisten dieser Rohstoffe außerhalb Europas, oft unter hochproblematischen sozialen und ökologischen Bedingungen. Auch hier stellt sich die berechtigte Frage, auf wessen Kosten geht unsere grüne Zukunft? Wie grün ist der Green Deal? Teil 2: Das Rohstoffproblem von Sabrina Adelbrecht. Seit langem schon ist klar, das alte, auf fossilen Brennstoffen basierende Wachstumsmodell muss zu einem Ende kommen. Klima- und Umweltschutz, erneuerbare Energien und nachhaltiges Wirtschaften stehen im Mittelpunkt des ambitionierten Green Deal-Konzepts der Europäischen Union. Ohne mineralische Rohstoffe ist diese grüne Wende nicht möglich. Lithium, das weiße Gold der Automobilindustrie, Kobalt für Akkumulatoren, Coltan, das aus der heutigen IT-Branche nicht mehr wegzudenken ist, und die vielen anderen Metalle, die für die neuen, sauberen Technologien gebraucht werden, sind in ganz unterschiedlichen Weltgegenden zu finden. Das ist die große Seenregion Zentralafrikas, wo wir den Kupfer-Kobalt-Gürtel finden. Das ist aber auch das Dreiländereck von Bolivien, Argentinien und Chile, wo wir das weiße Gold in zum Beispiel der Atacama-Wüste von Chile vorfinden und dort noch riesige Reserven auch vermutet werden, die in Zukunft Bedarf an Elektromobilität, an Batterien decken werden. Andreas Endl arbeitet am Institut für Nachhaltigkeitsmanagement der Wirtschaftsuniversität Wien und beschäftigt sich im Rahmen eines Forschungsprojekts mit Fragen verantwortungsbewusster Rohstoffbeschaffung. Die Probleme, sagt Endl, seien vielfältig und in jedem Förderland spezifisch. Deswegen muss man immer unterscheiden, wenn es zum Beispiel um Wasserverschmutzung oder Wassernutzung vom Bergbau geht, dann sieht das in einem tropischen Regenwaldgebiet ganz anders aus als zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Chile, wo das Lithium gewonnen wird. Das heißt, das sind immer ganz unterschiedliche Herausforderungen. Oft sind es, so wie wir es auch heute durch unterschiedliche Regulierungen versuchen zu verhindern, Menschenrechtsverletzungen, Zwangsarbeit, keine gerechten Löhne und Ausbeutung von Arbeitern in dieser Hinsicht und auch, das steht damit in Verbindung, auch Gefährdungen von Umwelt dieser Arbeiter. All das trifft zum Beispiel auf die Demokratische Republik Kongo zu, eines der rohstoffreichsten Länder der Welt. Es gibt dort große Kupfer- und Goldlagerstätten. Außerdem liegen 1/3 der weltweiten Coltan und fast die Hälfte aller Kobaltvorkommen im Kongo. Emmanuel Umpola ist Direktor der NGO African Resources Watch, kurz AfriWatch. Die Organisation arbeitet in ganz Afrika, speziell aber im Kongo, für die Rechte und gegen die Ausbeutung von Minenarbeitern. Die Probleme, die der Bergbau dort verursacht, sind unterschiedlich, je nach Art der Rohstoffförderung. So, if, for instance, you talk about large-scale mining companies. Bei den großen Bergbauunternehmen gibt es ein Transparenzproblem, was die Verträge angeht. Korruption ist weit verbreitet und wir haben das Problem der Aufteilung von Einnahmen zwischen dem Staat und den privaten Unternehmen. Außerdem geht es um menschenrechtliche Belange, etwa wenn Leute von den Bergbaukonzernen gezwungen werden, ihre Dörfer zu verlassen. Und es gibt Probleme mit Umweltverschmutzung. Das alles verursacht der industrielle Bergbau. So we have this kind of problem. Es gibt aber auch noch den sogenannten artisanalen Bergbau, einen Kleinbergbau ohne maschinelle Unterstützung. Das heißt, die lokale Bevölkerung schürft mit bloßen Händen und unter Lebensgefahr nach Erzen.
Diese werden oft über intransparente Wege an Unternehmen verkauft. In den vergangenen Jahren haben Berichte über Kinderarbeit in diesen Minen für großes Aufsehen gesorgt. Ein Hauptthema auch für NGOs wie AfriWatch. In the past, we used to talk about child labor. Früher haben wir viel über Kinderarbeit gesprochen. Aber ich glaube, jetzt sollte man dieses Thema nicht mehr in den Vordergrund stellen, da sich diesbezüglich viel verändert hat. Das hat vor kurzem auch eine Studie gezeigt, die wir durchgeführt haben. Stattdessen sollten wir uns auf das Thema Armut konzentrieren. Denn warum arbeiten Kinder in einer Mine? Weil sie arm sind. Why children are going to mine is because they are poor. Viel Aufklärungsarbeit und Informationskampagnen, sagt Emmanuel Umpula, hätten die Kinderarbeit in der Demokratischen Republik Kongo in den letzten 4 bis 5 Jahren doch beträchtlich zurückgedrängt, wenngleich es sie, wie er einräumt, immer noch gebe. Mit den unzumutbaren Arbeitsbedingungen in den Minen müsse man sich natürlich genauso weiter beschäftigen und mit der erbärmlichen Entlohnung von Arbeitern im Kleinbergbau. Die Frage ist nun, wie sich dieser Sektor neu organisieren ließe, um den dort beschäftigten Menschen einen Lebensunterhalt zu sichern. Von den satten Einnahmen, die multinationale Firmen in der Demokratischen Republik Kongo lukrieren, habe die Bevölkerung ebenfalls nur sehr wenig, sagt Emmanuel Umpula. Er plädiert deshalb dafür, eigene kongolesische Bergbauunternehmen zu gründen. Because now all production belongs to private companies. Denn derzeit ist die gesamte Produktion in den Händen privater Unternehmen und diese wollen ihre Profite immer weiter steigern. Sie kümmern sich also nicht genug um die Auswirkungen, die sie auf die Gemeinden haben. Natürlich sagen sie, dass sie Steuern zahlen und in die lokale Entwicklung investieren. Aber wir reden da über sehr wenig Geld. Sie tragen also nicht wirklich zu einer Verbesserung der lokalen Wirtschaft bei. Which will help to improve the local economy. Ebenso wenig wie zum Bildungs- und Gesundheitswesen in den Bergbaugemeinden. 2018 wurde in der Demokratischen Republik Kongo ein neues Bergbaugesetz verabschiedet, das das Potenzial hätte, verändernd zu wirken, indem es den Gemeinden mehr Rechte zugesteht und von den Unternehmen höhere Steuerabgaben verlangt. Allein es hapert an der Umsetzung. In den vergangenen Jahren ist das öffentliche Bewusstsein für derartige Probleme im Rohstoffsektor deutlich gestiegen. Was folgte, waren internationale Initiativen und Regulierungen mit dem Ziel, die Transparenz in diesem Bereich zu erhöhen und gegen negative soziale und ökologische Begleiterscheinungen anzugehen. Entsprechende Leitlinien dazu wurden von der UNO, der OECD und auch der Europäischen Union erarbeitet. Mitte Jänner fand eine virtuelle Konferenz zu verantwortungsbewusster Rohstoffbeschaffung mit mehr als 150 internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Veranstaltet hat diese Konferenz das Institut für Nachhaltigkeitsmanagement der Wiener Wirtschaftsuniversität im Rahmen des Projekts Responsible Sourcing. Das Resourcing-Projekt, das von unserem Institut koordiniert wird, ist eine europäische Initiative, gefördert von der EU. Und wir sind sozusagen der verlängerte Arm, was Sorgfaltspflicht, was Verantwortung in Rohstoffwertschöpfungsketten anbelangt in Europa und für die Europäische Kommission. Projektmitarbeiter Andreas Endl erforscht an der WU Wien zu nachhaltigem Konsum und Produktion sowie zu Good Governance und Rohstoffpolitik, präzisiert den Nutzen des Projekts. Wenn man sich zum Beispiel jetzt die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission vorstellt, dann ist unser Projekt, unsere Expertise, aber auch die unterschiedlichen Akteure, die wir in den Diskurs einbringen, helfen uns, europäische Verordnungen und neue Gesetze besser zu schreiben. Jüngstes Beispiel die neue EU-Batterieverordnung für 2022, bei der das WU-Projekt am Kriterienkatalog für mehr Nachhaltigkeit mitwirkt. Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Sektoren erneuerbare Energien, Mobilität und elektronische Geräte. Zunächst geht es aber darum zu klären, wie und nach welchen Kriterien Responsible Sourcing überhaupt zu definieren ist. Dabei, so Andreas Endl, gehe es nicht nur um die einzelnen Unternehmen selbst, sondern um ihre sämtlichen Zuliefererketten. Und da gibt es als Unternehmen unterschiedliche Dinge zu beachten. Insbesondere, wer sind meine Zulieferer und unter welchen Standards arbeiten die?
wie behandeln die ihre Arbeiter und Arbeiterinnen, wie wird ressourcenschonend gearbeitet. Das ist ein Aspekt. Und im Responsible Sourcing versucht man, die Ganzheit der Operationen da zu betrachten. Man sieht nicht nur, wie es im Fokus der letzten Jahre war, auf soziale und Menschenrechtsaspekte, sondern die Umwelt und wie Unternehmen in der Lieferkette mit Umweltproblemen umgehen, rückt immer mehr ins Zentrum der Responsible Sourcing-Debatte. Die an der Wertschöpfungskette beteiligten Akteure lassen sich grob in 2 große Gruppen einteilen, in einen sogenannten Upstream- und einen Downstream-Bereich. Ausgangspunkte sind Bergbauhütten und Schmelzöfen. Das alles fällt unter den Begriff Upstream, das heißt vom Bergbau hin zur Veredelung und dann weiter zu den Warenhändlern und zu den Exporteuren. Alles, was danach stattfindet, die Weiterverarbeitung des Rohstoffes in Zwischenprodukte und Endprodukte, bis hin zum Konsumenten, das ist das, was man als Downstream bezeichnet. Einen umfassenden, den Upstream- und Downstream-Bereich gleichermaßen beachtenden Ansatz verfolgt zum Beispiel die ASI, die Aluminium Stewardship Initiative mit Sitz in Melbourne. Es ist eine industriegeführte Initiative mit dem Ziel, Nachhaltigkeit in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette zu fördern. Vom Rohstoffabbau über das Schmelzen und Raffinieren bis hin zur Materialumwandlung. Dazu wurden verschiedene kritische Aspekte betreffende Standards definiert und ein Zertifizierungsverfahren entwickelt. Aluminium stellt eine besondere Ressource für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft dar. Verwendet wird das Leichtmetall zum Beispiel als Werkstoff in der Windkraft- und Solarstromindustrie. Wegen seines geringen Gewichts ist es genauso interessant für den Fahrzeugbau, da leichtere Automobile auch weniger CO2-Ausstoß bedeuten. Im Infrastrukturbereich dient Aluminium der Herstellung von Bauteilen aller Art und es wird auch breit in der Verpackungsindustrie verwendet. Der Bedarf, sagt ASI-Geschäftsführerin Fiona Solomon, werde jedenfalls in den kommenden 3 Jahrzehnten deutlich steigen, obwohl Aluminium, wie kein anderes Metall, wiederverwertbar ist. Das Interessante an Aluminium ist, dass es wegen seiner Recyclingfähigkeit als weltweiter Lagerbestand betrachtet werden kann. Analysen haben gezeigt, dass 3/4 des jemals hergestellten Aluminiums heute noch verwendet werden. Wenn wir also Aluminium sinnvoll nutzen und sicherstellen, dass wir es am Ende seiner Lebensdauer sammeln und wiederverwenden, werden wir letztendlich von dieser Wachstumsphase in eine hoffentlich stabilere Phase übergehen. Aber zweifellos werden die immer breiteren Anwendungsbereiche, das Bevölkerungswachstum und der Technologiewandel den Bedarf noch wesentlich in die Höhe treiben. Die Hauptfördergebiete von Aluminium liegen in China, Australien und Brasilien und in einigen Gebieten Afrikas, vor allem in Guinea und Ghana. Die Gewinnung des Metalls aus Bauxiterz verbraucht eine Unmenge an Rohstoffen und sehr viel Energie. Bei der Erzeugung fallen hochgiftige Abfallprodukte an und der Bauxitabbau zerstört großflächig Landschaften und damit oft Gebiete mit hoher biologischer Vielfalt. Bergbau ist also ein intensiver Landnutzungsprozess. Gute Bergbaupraktiken umfassen eine nur vorübergehende Landnutzung, die Sanierung von stillgelegten Minen, das Einbeziehen der lokalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung, auf deren Land die Ressourcen liegen. Es gibt eine Menge Dinge, die die ASI-Standards auch abdecken, um die Praxis im Bergbau zu verbessern. Und darauf zielen wir natürlich ab. Was das Raffinieren von Aluminium betrifft, haben wir es hier mit riesigen Abfallmengen zu tun. Und die ASI-Standards haben auch dafür Kriterien erstellt, wie am besten damit umzugehen ist. Wenn man die Aluminiumschmelze betrachtet, ist das auch ein sehr energieintensiver Prozess. Und wie viel an Treibhausgasen erzeugt wird, hängt von der Art der verwendeten Energie ab. Bis in die 1980er Jahre, sagt Fiona Solomon, hätten Aluminium produzierende Länder wie Australien, Kanada oder Norwegen hauptsächlich Wasserkraftwerke zur Energieerzeugung verwendet. Seit den 2000er Jahren allerdings und dem steigenden Bedarf geschuldet, sei ein Anstieg fossiler Energieträger in der Herstellung dieses Leichtmetalls zu beobachten. Mit Blick auf die im Pariser Klimaabkommen angestrebte globale Dekarbonisierung bis zur Mitte des Jahrhunderts bleibe für die Aluminiumindustrie hier noch eine ganze Menge zu tun.
Könnte nun das, was die Aluminium Stewardship Initiative auf den Weg gebracht hat, Vorbild für den Umgang mit anderen mineralischen Rohstoffen sein? Nur bedingt, meint Fiona Solomon. Jede Lieferkette ist sehr unterschiedlich, was die Verarbeitung von Mineralien betrifft, die damit verbundenen Risiken und die davon betroffenen Orte und Gemeinschaften. Selbst wenn die Versuchung besteht, zu glauben, alle Metalle seien gleich, ebenso wie der gesamte Bergbau, ist dem nicht so. Und um eine Lieferkette im Detail zu verstehen und sich wirklich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, bedarf es einer Spezifizierung, die ziemlich wichtig ist. Erst im Juni 2019 wurde die Rare Earth Industry Association, RAIA, gegründet, ein in Brüssel ansässiger internationaler Verband der Seltenerdindustrie. Fragen der Nachhaltigkeit in diesem Bereich systematisch und strukturiert anzugehen, dafür habe es einer Organisation wie RAIA bedurft, sagt deren Präsident Badrinath Velluri. Because within the rare earth industry there is also a huge gap between the upstream players and the downstream players. Weil innerhalb der Seltenerdindustrie auch eine große Lücke zwischen den vorgelagerten und den nachgelagerten Akteuren besteht. Und wer wird diese Lücke schließen? Eine wichtige Frage, wenn es darum geht, den Aspekt der Nachhaltigkeit vom Downstream zum Upstream zu betonen. Eine gemeinnützige Organisation, die von der Industrie angetrieben wird, ist daher der einzige Weg, um voranzukommen. RAIA geht es um Nachhaltigkeit und Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Seltenerdindustrie. Was in diesem Bereich derzeit noch fehle, sagt Badrinath Velluri, sei ein einheitliches, der Industrieorientierung bietendes Glossar zu den verschiedenen Aspekten verantwortungsbewusster Rohstoffbeschaffung. Bestehende Leitlinien müssten zusammengeführt und adaptiert werden, um klare Standards zu definieren. Derzeit fördert China etwa 85% der weltweiten Vorkommen an Metallen der seltenen Erden. Was die Versorgungssicherheit betrifft, stelle dieser Monopolstatus derzeit noch kein Problem dar, meint Badrinath Velluri. Because if you ask any of the downstream players, they say we always get the supplies. Denn wenn Sie die verarbeitende Industrie fragen, sagt diese, sie bekomme immer ihre Lieferungen. Mir geht es darum, den Aspekt der Nachhaltigkeit hineinzubringen. Und wenn wir uns damit befassen, ist es sehr wichtig zu wissen, dass auch Diversifizierung in gewissem Ausmaß mit Nachhaltigkeit verbunden ist. Um unabhängiger von China und um nachhaltiger zu werden, setzt auch die Europäische Union auf eine Diversifizierung des Angebots von Drittländern. Dazu wurde erst letzten September die Europäische Rohstoffallianz ins Leben gerufen. Geplant sind zudem auch eigene Kapazitäten zur Gewinnung seltener Erden. Die EU verweist dabei auf etliche bekannte Vorkommen von Batterierohstoffen wie Lithium, Nickel oder Graphit in den Mitgliedsländern. Gelingt es, alternative Rohstoffquellen zu erschließen, lässt sich damit auch Druck auf Länder mit problematischer Bergbaupraxis ausüben. Aber solche Alternativen stünden eben oft nicht zur Verfügung, sagt Badrinath Velluri. Nehmen wir Kobalt und andere seltene Erden. Ersatz ist nicht so einfach. Wenn es also keinen Ersatz gibt, ist es immer notwendig, einen Dialog zu führen. Und in den betreffenden Ländern bewusstseinsbildend zu wirken, im Interesse der lokalen Bevölkerung und in Zusammenarbeit mit Regierungen und NGOs. Verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung sei für Industrieunternehmen derzeit jedenfalls mit einigem Aufwand verbunden, erläutert Andreas Endl vom Institut für Nachhaltigkeitsmanagement der WU Wien. Ich muss mal ein Inventar aufbauen, zu wissen, wo kommen diese Rohstoffe und meine Zulieferprodukte überhaupt her. Das ist eine große Herausforderung an Daten, die viele Unternehmen an die Grenzen ihrer Kapazität treibt. Und dahingehend gibt es natürlich Unterstützung, es gibt Standards, es gibt Zertifizierungssysteme, es gibt Einkaufsmanagementsysteme, die sich Unternehmen zu Nutzen machen, um diese Probleme anzugehen. Große Probleme, aber hier liegt wieder ein Schritt weiter gedacht, nämlich wer kontrolliert das Ganze? Und diese Kontrolle ist wichtig, um Greenwashing zu bekämpfen. Davon spricht man dann, wenn sich Unternehmen in der Öffentlichkeit ein verantwortungs- und umweltbewusstes Mäntelchen umhängen, ohne dass es dafür hinreichende Gründe gibt. Was die Umsetzung von Umwelt-, Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsstandards in der unternehmerischen Praxis betrifft, sagt Andreas Endl,
sei das Bild nach wie vor sehr divers. Es gibt Pioniere, die schon sehr genau wissen, wie sie das angehen, und es gibt das andere Extrem, wo sich nichts tut sozusagen. Pioniere finden wir unter anderem in einzelnen Automobilherstellern, in der Automobilbranche, was Elektromobilität, aber auch generell Mobilitätskonzepte anbelangt. Und es gibt auch andere Beispiele in der IT-Branche, die da federführend sind, die wirklich wissen, wo die Materialien herkommen, die wissen, wie sie die Zulieferer kontrollieren können und vertrauen, dass diese Daten auch richtig sind. Vielleicht ein Beispiel zu nennen: Es gibt die Initiative for Responsible Mining Assurance, die mit allen Akteuren gemeinsam versucht hat, einen Standard für nachhaltigen Bergbau aufzusetzen, der Auditoren, also Leute, die Betriebe kontrollieren, wirklich hilft und wirklich nachsehen kann, wo liegen die Probleme, wie werden die angegangen, und auch sehen, werden diese auch aktiv angegangen von den Unternehmen. Um grün zu werden, brauchen Unternehmen Anreize. Ein wichtiges Motiv für Responsible Sourcing ist schlicht, dass diese Versorgungssicherheit brauchen. Rohstoffe, die unter menschenrechtlich problematischen und umweltschädlichen Bedingungen gewonnen werden, führen nur allzu oft zu Konflikten, und das kann zu einem Versiegen der Quelle führen. Die Produktion wäre damit lahmgelegt, und dieses Risiko möchte niemand eingehen. Außerdem müssen Firmen ganz einfach davon ausgehen, dass Politik und Gesetzgeber in Zukunft neue Regeln aufstellen werden. Das haben wir gesehen in den letzten Jahren mit der Konfliktmineralverordnung. Und ich darf nicht reaktiv sein als Unternehmen, sonst verliere ich und habe nicht genug Zeit, mich dahingehend anzupassen. Ein anderer Punkt ist auch, dass Zivilgesellschaft, NGOs, der einzelne Bürger wird immer kritischer und möchte immer mehr sehen, wie wirtschaften Unternehmen wirklich, was ist in meinem Produkt drin. Und das kann auch ein wichtiger Motivator für Industrie sein, um mich wachzurütteln, um mich aufzustellen und was zu unternehmen. Und es gibt noch einen Anreiz, der über den Finanzmarkt läuft und möglicherweise sogar am wirksamsten ist. Firmen, die auf dem Gebiet der Rohstoffförderung tätig sind, brauchen viel Kapital. Sie machen Schulden und nehmen, um diese zurückzuzahlen, immer wieder Kredite auf. Das Geld stammt von Aktionären und aus dem Anleihenmarkt. Und gerade hier sieht der am University College Dublin tätige deutsche Finanzwissenschaftler Andreas Höppner einen wirksamen Hebel für Responsible Sourcing. Die Anleihenmärkte können im Bereich Responsible Sourcing mitarbeiten, indem die Investoren, die die Refinanzierung geben für die Firmen, diese Refinanzierung nur unter der Kondition geben, dass das Sourcing responsible ist, also Supply Chain Management sowohl im Labor-Bereich als auch im Environmental-Bereich nachhaltigen Standards verfolgt. Dann können die Investoren im Anleihebereich sogenannte SDG-Linked Bonds erbitten, die wirklich in den Anleihevertrag sogenannte Covenants einbauen, die Responsible Sourcing beinhalten. Im Aktienmarkt können Investoren insbesondere das sogenannte ESG-Engagement einsetzen, was sehr risikoreduzierend ist, was wir in der Forschung finden, und gleichzeitig dann auch noch schauen, dass sie bei den Jahreshauptversammlungen abstimmen im Sinne von Responsible Sourcing. Daran beteiligen, so Andreas Höppner, kann sich auch jeder Privatinvestor, der Fonds bei seiner lokalen Bank erwirbt, Versicherungs- oder Pensionsfonds zum Beispiel. Wer vermeiden möchte, dass sein Geld in nicht nachhaltig und verantwortungsbewusst wirtschaftende Firmen fließt, kann das auch kundtun und damit steuernd einwirken. Funktionieren kann das genauso auf politischem Gebiet, wie seinerzeit das Beispiel Südafrika gezeigt hat. Im Fall von Apartheid damals waren es quasi die Bankkunden, die ihre Banken dazu gebracht haben, dass sie keine Kredite mehr verlängert haben für das Apartheid-Regime, was dann am Ende das Apartheid-Regime effektiv vom Finanzmarkt abgeschlossen hat und auch einen starken Beitrag dazu geleistet hat, dass Apartheid beendet wurde, da einfach die Finanzierung der Staatskredite von Südafrika nicht mehr wirklich so gut möglich war. Das kann man sehr gut in dem Buch von Russell Sparks, The Ethical Investor, nachlesen, aber auch in anderen Quellen. Für Responsible Sourcing sind in den vergangenen Jahren weltweit viele Initiativen gestartet worden. Manche davon sind schon recht weit gediehen, viele stecken noch in den Kinderschuhen. Und die Zeit läuft. Ist unser angestrebter grüner Wandel mittels sauberer Technologien ohne die bisherigen Kollateralschäden für andere bis zur Mitte des Jahrhunderts tatsächlich möglich? Fiona Solomon, die Geschäftsführerin der Aluminium Stewardship Initiative ASI, meint, sie werde jedenfalls alles tun, um dieses Ziel zu erreichen, und spricht damit wohl stellvertretend für alle in diese Richtung Engagierten. So can I predict, whether we'll get there or not? I'm trying to work to kind of make sure that we do as much as we can to sort of support that. Wie grün ist der Green Deal?
Teil 2: Das Rohstoffproblem von Sabrina Adelbrecht. Es sprachen Stefan Ortner, Armin Stadler, Nina Strehlein und die Gestalterin. Redaktion Armin Stadler.